Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute Technik. Wir sind wieder bei Tractive in den Niederlanden. Neben mir ist der Jochum und vor uns steht die R12G-S von BMW Motorrad. Die war jetzt hier zu Besuch, hat hier einen Schullandheim-Auftritt gehabt. Und warum haben wir das Moped hier gehabt? Ja, wir wollten gerne natürlich diese Sachen auch verkaufen und das ist gelungen. Wir haben jetzt die Prototypen gebaut und getestet. Wir sind bei die Stoßdämpfer angefangen. Da war nicht ganz einfach, omdat die umgekehrt in das Motorrad zit. Die Preload Adjuster ist an der Obenseite und die Reservoir mit Highspeed und Lowspeed ist an der Unterseite. So, das war ein bisschen komisch. Da hatte etwas mehr Gewicht, was auch federn muss. Aber es ist gelungen, um etwas zu bauen. Wir haben 2, 3 neue Teile gebaut, gezeichnet und gemacht. Und jetzt haben wir das eingebaut. Danach sind wir nach die Vorderseite gegangen. Original Cartouche rausgeholt. Und wir haben ein Close Cartridge verbaut. Onze normale Close Cartridge. Auch da war ein bisschen schwer, omdat die Innenrohr sehr, sehr hoch kommt in das Gabel. Mussten wir ein neues Kapper machen und ja, das ist auch gelungen. Und jetzt ist das eigentlich fertig und kannst du mal gucken, was wir gebaut haben. Warum, also ich fange jetzt mal hinten mit dem Federbein an, kannst du dir erklären, warum BMW den Stoßdämpfer in diesem Fall für uns da draußen, für uns Laien, umgedreht eingebaut hat? Ja, das kann viele Ursachen haben. Sie wollen natürlich, dass die Verstellungen erreichbar sind. Und so, das ist schwer. Und sie wollen auch noch ein Reservoir drauf machen, um mehr Öl an Bord zu haben. Und in diesem Fall war da eigentlich kein Platz an die Oberseite. Sie wollten, denke ich, nicht einen Schlauch machen mit einem Reservoir. Und das hat auch sehr viele Nachteile. Das kann sicher mehr Undichtigkeiten geben. So, sie haben gesagt, okay, wir bauen das umgekehrt. Und die Preload Adjuster wollten sie nicht umgekehrt haben für die Federverstellung, omdat das natürlich sehr viel Schmutz drauf kommt und das, ja, die Lebensdauer von die Preload Adjuster ist dann ziemlich weniger. So, die haben das Preload Adjuster oben gemacht, wo das kein Schmutz bekommt. Und wir haben da eigentlich das Gleiche gemacht, omdat das andersrum nicht möglich war. Ist kein Platz vorhanden, ne? Kein Platz vorhanden. Ja, das ist dann schon schwierig. Ich meine, ihr seht, das Rahmenheck ist ziemlich schlank und irgendwie muss man da ja alles verbauen. Ihr habt dann das Federbein dann quasi so in der Bauart wieder aufgebaut mit euren Teilen, wie es BMW gemacht hat. Und es ist immer noch besser als
als einen Schlauch zu benutzen, weil der Schlauch ja, Ja, die Schlauch hat natürlich nur einen Durchfluss von 4-5 Millimeter. Und jetzt haben wir mit die High-Speed und die Low-Speed Adjusters haben zwei Locher von 7 Millimeter, wo das Öl durchfließt. So, das ist immer eigentlich besser dann ein Schlauch. Ein Schlauch, natürlich verwenden wir auch Schlauchen, aber das ist immer ein Nachteil. aber hier wäre jetzt auch kein größerer Behälter möglich gewesen, weil der Platz ist ja komplett ausgenutzt. Nee, der größte Behälter ist auch größer als Original. Und mehr Platz war da nicht. Nee. Ja, und es kommt jetzt auch diese Frage dann auch gleich, was habt ihr besser gemacht? Oder womit möchtest du unsere Kunden, deine Kunden überzeugen, dass sie das Geld ausgeben für so ein Federbein? Ja, wenn das Modell hier kam, da haben wir da gedrückt und gefahren. Und da haben wir, unsere Meinung ist das hinter ist das ganz hart und vorne ganz weich. Und die Kombination, die verstehen wir nicht ganz. Warum ist es hinten so hart und vorne so weich? Und das haben wir korrigiert. So, jetzt ist es komfortabel hinten und auch vorne. Wir haben natürlich unsere PDS-Systeme wieder eingebaut. So durchschlagen ist fast unmöglich an die Hinterseite. So, dann können wir auch mehr Komfort bauen. Und ja, das waren die Ausgangspunkte, dass wir angefangen sind. Komfortabel machen, aber safe. Da muss ich gleich mit eingreifen. PDS, was heißt das? Das hat der Laszlo Perez damals erfunden. Das heißt progressives Dämpfersystem, wird von verschiedenen Herstellern auch gebaut. Wir haben ja damals alle Tantiemen an ihm bezahlt, also Geld bezahlt, dass sie es machen dürfen. Dieses progressive Dämpfersystem, das bedeutet, je weiter der Dämpfer zusammengestaucht wird, umso härter wird er. Und somit erzeugt man oder somit schützt man das Motorrad vor dem Durchschlagen. Bei mir in meinem Motorrad auf der Wüstentour hast du ja gesehen, da hat es ziemlich gut gearbeitet und es wurde sehr stark benutzt. Ja, sicher. Ja. In diesem Bereich, wo man auch auf Gelände fährt mit dieser Motor, ja, dann brauchen wir das. Und das hat sehr geholfen in das sensibel machen von die Stoßdämpfer, aber ohne durchzuschlagen. Und wie würdest du jetzt in der Skala, ich weiß, das ist mies, aber wir hätten eine Skala, ne, von 1 bis 10. Wo würdest du den Originaldämpfer positionieren und wo würdest du den Tractive-Dämpfer positionieren? Dass man das auch mal ein bisschen so zeigen kann, wie viel mehr der Dämpfer kann. Ja, ich muss erst noch mal sagen, dass die Original ist, ja, ziemlich okay. Aber da sind Verstellungen drauf, aber sie arbeiten fast nicht. Man kann verstellen, was ihr wollt, aber das Unterschied ist sehr, sehr schwer zu bekommen, zu fühlen. Und mit unserem Stoßdämpfer ist eine Klick, und die spürt man auch. Wir haben nicht so viele Klicks als Original, aber jedes Klick ist wirklich anders. Und damit können wir unsere Stoßdämpfer, kann man nach persönlichen Wünschen abstimmen. Natürlich sind unsere Federbeine alle, die kann man wieder Service machen, neue Öl dran und so weiter und so fort. Und die Original ist natürlich, ja, wenn es kaputt ist, geht es kaputt. Muss man das wegschmeißen. Und auch haben wir natürlich, in diesem Fall haben wir auch das Modell 3 cm erhöht. So, wir haben Standardlänge, wir haben die Originallänge, wir haben erhöhte und auch niedrige Modelle. Ich muss dann auch dazu sagen, warum macht BMW kein Tractive-Federbein rein, so wie das jetzt ist? Das ist eine Preissache. So ein Dämpfer kostet richtig viel Geld, muss man einfach sagen. Da arbeiten bei Leute dran, die werden per Hand zusammengebaut. Da gibt es auch ein Video, wo man sieht, wo ich meinen Dämpfer zusammenbaue. Und das ist dann schon ein deutlicher Unterschied zum Original. Wenn mir jetzt ein Motorrad sieht, ich kann euch gar nicht sagen, was das Motorrad kostet. Ich weiß es nicht wirklich, aber ich sage mal, da steht die 20 davor. Und da merkst du dann, ob ein Dämpfer 1.600 € in der Serie kostet oder ob er vielleicht nur 500, 600 kostet. Man weiß es ja nicht, ne? Ich weiß nicht, was die bezahlen, aber das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und um am Markt
verkaufen zu können, muss man halt als Hersteller, als Großserienhersteller auch so eine gewisse, so einen Spagat eingehen. Und es ist ja fahrbar mit dem Originalfahrwerk. Es funktioniert ja, man kann ja mit rumfahren. Ja. Und man hat vielleicht auch Freude, aber man hat halt mehr Fahrfreude, wenn man seinem Fahrwerk was Gutes tut. Was ist so ein Cartridge? Was macht das in der Gabel eigentlich? Ja, in die Gabel, wie gesagt, haben wir ein Closed Cartridge Gabel gemacht. Das ist eigentlich ein sehr langer Stoßdämpfer. Auch mit Stoßdämpferöl drin, für die Dämpfung besser zu kontrollieren. So Closed Cartridge meint, dass es ein geschlossenes System ist. Und das Gabelöl verwenden wir nur, um das Luftkammer zu machen. Und die Closed Cartridge, das große Vorteil davon ist, dass die Dämpfung direkt ist. Immer gleich, kein Schaum oder so etwas in die Dämpfung. So, das ist wirklich das größte Vorteil. Und die Closed Cartridge ist eigentlich für diese Modelle arbeitet die sehr schön. Nicht ganz viel Hub. So man muss wirklich kontrollieren vom Anfang an die Schnelheit, dass es nicht durchschlagt, und das kann mit dem Closed Cartridge geht das besser als mit einem offenen Cartridge. Es gibt also 2 Dämpfersysteme bei den Gabeln. Das hat man früher bei der KDM gehabt. Im Offroad-Bereich, die Enduro KDM hat das offene Cartridge-System gehabt, also offenes Dämpfersystem. Da war dann kein Dämpfer drin, sondern der Dämpfer war die Gabel selber, war unten eingebaut. Und bei dem Closed Cartridge-System, da hat man eine richtige Kartusche, die gefüllt ist. Und das Öl ist auch wirklich getrennt von dem Gabelöl, das die Gabel schmiert. Somit hat man auch keinen Abrieb von der Gabel selbst, hat auch den Dreck nicht mit dem Öl, kein Wasser und normal auch keine Luft. Und überall, wo du Luft im Öl hast, entwickelst du eine Suspension, da hast du auch Wasser mit dabei, was das Fahrwerk kaputt macht. Und das hast du beim geschlossenen Gabelsystem nicht. Und das ist der Riesenvorteil. Deswegen versucht man auch, den Fahrzeugen später auch ein geschlossenes Gabelsystem einzubauen. Wir haben das für die klassische R100 GS. Und auch hier, und vorher war da aber auch ein Closed Cartridge System drin. Da war auch eine Kartusche, aber wer ist der Hersteller? Mazzocchi? Mazzocchi. Ja, Mazzocchi hat das gemacht. Und das ist ja Standard, was Mazzocchi baut. Ja, es ist ein Serienteil und jetzt ist es ein Tuning-Teil, was drin ist. Finde ich voll cool. Ich werde das Motorrad ausgiebig testen und werde euch berichten. Ja. Und wie ich gehört habe, gibt es ja dann bald noch hinten einen Schutz. Wir haben gesehen, wir haben schon die ersten Einschläge hinten. Einen Schutz, den wir dann für die Firma Tourerecht beziehen oder machen wir selber was, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt schon ein paar Teile, die gehen jetzt auch ins Programm. Ich danke dir für die Zeit. Sein Deutsch ist wesentlich besser als mein Niederländisch und ich glaube, das Video wollt ihr euch nicht auf Niederländisch anschauen. Ne? Ja, exact. Und dass ich da immer so willkommen bin und dass ihr solche Projekte mit mir macht, das finde ich total geil. Ja, wir danken dir auch, dass wir das Modell so lange Zeit hier haben. Und wir brauchen wirklich die Zeit. Wir haben 4, 5 neue Teile bauen müssen. Und dann, das kann man natürlich nicht in einer Woche machen. So, das dauert einen Monat. Ja, Zeichnung, erst das Kunststoffteil, dann das erste Mal gefräst, dann nochmal gefräst. Ja. Weil es ist ja umgedreht, das sind immer Sachen dabei, die ihr noch nicht gehabt habt. Ne? Nein, sicher. Ja. Euch da draußen danken wir fürs Zuschauen. Liked uns Instagram, Facebook, TikTok, wo auch sonst. Schaut auch mal auf die Seite von Tractive. Ich werde das Fahrwerk online stellen. Wir können das mit Sicherheit auch bei uns in der Firma schon eintragen und das Gutachten ist auch in Vorbereitung, aber das kann natürlich ab dem Video nochmal 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate dauern. Man weiß es nicht. Das ist wie auf hoher See, ne? Da bist du in Gottes Hand, ne? Ja, eigentlich ja. Also, danke.